Wenn ich heute noch mal eine Unternehmung gründen würde, dann würde ich viele Dinge sicherlich nicht mehr ganz so blauäugig und naiv angehen, wie ich das als 20-Jähriger gemacht habe. Ich heiße Axel Böger, ich bin diplomierter Wirtschaftsingenieur und Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter der Böger Systemklinker Produktions GmbH und der Böger Fassaden- und Bauelemente GmbH. Wir stellen Isolierbaustoffe her für die Außenwandgestaltung. Wir haben hochwertige Dämmstoffe, die wir in dem Fertigungsverfahren mit echten Klinkerriemchen gleich zusammenbringen als ein Element, die dann im Grunde für die nachträgliche Verklinkerung von Altbauten oder auch für Neubauten geeignet ist. Es ist so, dass wir im Grunde ein Nischensegment besetzen. Wir haben und bedienen wirklich nur dieses Segment der Ziegeloberfläche und des Klinkerdesigns. Wir befinden uns hier jetzt am Standort Bad Freienwalde im Oderbruch, aufgrund der Tatsache, dass die Möglichkeiten der Expansion, der Baulichkeiten und hier größer und besser waren als in der Peripherie um Berlin herum. Wir haben hier im Schnitt insgesamt im Unternehmen 30 Mitarbeiter. Wir fertigen quasi dann hier die Dämmstoffe. Wir bekommen die Rohstoffe angeliefert und produzieren dann die Kombination zwischen Dämmstoff und Ziegel hier. Es hat sich herauskristallisiert, insbesondere in den letzten Jahren, dass es immer weniger Handwerker gibt, immer weniger Fachhandwerker gibt und wir mit unserem System quasi ein Baukastenprinzip entwickeln konnten, das nicht so viele Mitarbeiter vor Ort an der Baustelle bindet und die Abläufe ein wenig reduziert und vereinfacht. Da wir den Polyurethan als Grunddämmstoff nehmen, also PU-Material nehmen, liegen wir, was die Dämmeigenschaften angeht und die Effizienz der Dämmung betrifft, liegen wir besser als herkömmliche Dämmstoffe. Wir können schlank aufbauen, die Häuser werden nicht mehr so stark aufgetragen und das wiederum schafft Volumen und Fläche im Inneren des Hauses. Das heißt, Sie können mit unserem System wesentlich schlanker bauen. Es sind also 4 ausschlaggebende Kriterien in meinen Augen wichtig. Der erste wäre die Leistung der Dämmung, die Dämmfähigkeit eines Dämmstoffes. Das zweite, was man nicht aus dem Auge verlieren sollte, wäre die Standsicherheit. Ein System, das also heute gebaut wird, soll auch generationsübergreifend wartungsarm bleiben. Das dritte ist, was also sozusagen ein Punkt, der unser System begleitet, ist der Schallschutz. Und der vierte und wichtigste, denke ich, ist der Brandschutz. Der Brandschutz, den haben wir jetzt in diesem Jahr beim Materialprüfamt in Leipzig hinlänglich prüfen lassen. In einem sogenannten Großbrandversuch bis 22 Meter Höhe gilt unser System als schwer entflammbar mit Hinterbau, mit Unterkonstruktion, mit allen möglichen Varianten. Die Anforderungen, was CO2-Reduktion und Nachhaltigkeit und Recycelfähigkeit des Systems angeht, die hat uns schon im Vorfeld bewegt, bevor das Thema überhaupt aktuell war. Wir nehmen die Abfälle quasi und die Schnittreste unserer Verarbeiter zurück. Wir zerkleinern diese in kleine Fraktionen und separieren die. Das heißt, wir bekommen die keramische Fraktion und eine Polyurethan-Fraktion heraus. Und das Polyurethan-Granulat ist vorrangig für Altbauten gedacht, wo mehrschaliges Mauerwerk beispielsweise vorliegt. Und dieses System wird dann mittels Maschinentechnik in diese Hohlräume hineingeblasen und findet sozusagen dann dort auch nochmal seine Verwendung. Der verbliebene Keramikrest, der also dann noch übrig bleibt, diese gesamte Einheit des Ziegelsplitts, die kann man wiederum im Weg- und Straßenbau benutzen als Recyclingmaterial. Alle Firmen, die sich so ein bisschen auf die energetische Schiene begeben haben, der energetischen Verbesserung der Gebäudehülle und Verringerung der Emissionen eines jeden Gebäudes, ich glaube, die Firmen werden künftig immer noch gebraucht werden. Wir haben verschiedene Projekte jetzt gerade aktuell, wo wir Roboter zum Einsatz bringen, einfach der Tatsache geschuldet, dass wir auch hier nicht mehr genug Werker, Maschinenführer, Maschinenfahrer haben. Und wir brauchen jetzt also hier technologische Hilfe. Und ich verspreche mir davon natürlich sicherlich eine Kosteneinsparung auf die nächsten Jahre hin. Es muss also viel investiert werden in diese Anlage. Aber perspektivisch, und davon gehe ich einfach mal aus, wird es für das Unternehmen definitiv positiv bleiben. Wichtig für mich in der Zusammenarbeit mit einer Bank ist die Loyalität, die man braucht, ist die Bereitschaft und die Verfügbarkeit der Ansprechpartner. Was ebenfalls für mich wichtig ist, ist Kontinuität. Das heißt, mir ist daran gelegen, dass es keine Rotation der Sachbearbeiter und Mitarbeiter gibt, sondern dass ich den Ansprechpartner oder die Ansprechpartnerin, die ich dort habe, dass ich die auch weiterhin behalte, solange wie eben nur irgendwie denkbar und möglich. Das letzte Projekt, das ich mit der Kollegin quasi von der Sparkasse abwickeln durfte und konnte, ist die Installation einer Photovoltaikanlage. Und ich muss und will mich an der Stelle auch ausdrücklich bedanken bei der Berliner Sparkasse. Die hat nämlich in dem Zusammenhang also auch mich an allen Bereichen, in allen Finanzierungsfragen immer gut beraten und unterstützt.